Willkommen zu Frequent Travel TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die ich für euch vorbereitet habe. Circa 30 Flugzeuge von Boeing, die 777-9er, müssen geändert werden bzw. auf heutigen Stand gebracht werden. Und will Lufthansa sowas dann haben? Schauen wir uns an. Discover Airlines fliegt mehr nach Indischer Ozean. Eigentlich ist die Meldung, baut Indischen Ozean aus. Nein, sie bauen die Flüge zum Indischen Ozean aus. Wir haben Aegean, die haben ein Sale, also auch 20% Rabatt auf Business Class. Und wir haben eine Situation bei Ryanair gehabt mit Passagieren, die sind aus Vorfeld gerannt. Aber ich erkläre euch auch, aus welchem Grund. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch dann ganz wichtig, natürlich auf School zu kommen. Das erste Thema ist Boeing 777X. Das ist ein Großprojekt, was ein Riesenthema ist seit Jahren, um nicht fast zu sagen, seit Jahrzehnten. Also es sind Jahre, weil Boeing kämpft ja weiter mit Verspätung der 777-9er. Und wir haben rund 30 gebaute Maschinen. Davon sind ja einige, die an die Lufthansa gehen sollen. Und die müssen jetzt nach und nach aufwendig nachgerüstet werden. Der Marktstart verschiebt sich ja auf 2027. Das ist 7 Jahre später als geplant. Gründe sind natürlich, dass man dort Covid hatte, FAA-Zulassung, 737-Thematik und so weiter und so fort. Also das heißt, dass da viele Bausteine auf einmal waren und dann muss man das Projekt drosseln von der Geschwindigkeit her. Oder während Covid war die Fluggesellschaften, die eventuell auch gar nicht hätten haben wollen. Lufthansa selber war ja auch betroffen, weil man wollte ja Allegris da drin vorstellen, 2019 oder so. Und das ist jetzt immer noch nicht passiert, dass die Allegris in der 777 fliegt. Aber nichtsdestotrotz, jetzt ist es soweit, dass man dem Jahr 2027 relativ nahe kommt und man hat ja bei der Zulassung gewisse Themen festgestellt und da müssen die Flugzeuge nachgerüstet werden. Das nennt sich Change Incorporation und das ist auch ein Projekt, was über mehrere Jahre geht. Flugzeuge stehen ja auch circa schon seit 6 Jahren ungenutzt in der Weltgeschichte rum. Und wer jetzt das Ganze sagt, kennen wir doch Nachtigall, ich höre dir trapsen, wie man so schön sagt. Ja, die Nachtigall bei der 747-8 war ja auch so. Lufthansa hat ja 20 Stück bestellt, hat aber dann einen nicht abgenommen. Der ist ja dann irgendwie jetzt, wer hat die jetzt als VIP-Maschine gekauft oder umgebaut? Was, Ägypter? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist sie dann irgendwann jetzt letztes Jahr nach vielen, vielen Jahren weggekommen und hat einen neuen Eigentümer. Und vielleicht ist es hier auch so, dass Lufthansa, nee, sagt, baut lieber neue für uns. Also da bin ich mal gespannt, was da passiert, denn natürlich ist es so, die Lufthansa hat ja massive Probleme bei der Flotte. Man braucht händeringend Flugzeuge, man fliegt ja mit alten Widebodies und die Kapazitätsexpresse sind ja auch möglich. Man sortiert ja jetzt auch wegen der hohen Kerosinpreise die 340-600er und die 747-400er direkt raus, weg und hat da natürlich dann Lücken. Und für uns ist das halt so, dass wir natürlich am Ende des Tages weniger First-Class-Plätze haben, 340-600 und dann die 747-400 hat keine mehr. Aber ihr wisst ja selber, ob ihr die 340-600 als First-Class noch anerkennt, weil viele sagen, das Produkt ist veraltet. Aber die andere Frage ist halt wirklich, kann Boeing überhaupt noch Vertrauen zurückgewinnen? Ist das überhaupt möglich nach solchen Sachen? Werden Airlines stärker vielleicht auf Airbus wechseln? Ist das einfach für den A350 so, mach mal? Und weil Lufthansa die alten vorproduzierten Jets bekommen soll, sagen die vielleicht, nee, wir warten dann doch lieber. Und ist die 777X überhaupt noch zeitgemäß? Das kann man natürlich auch als Frage stellen, weil wir haben ja alle bei Allegris gesagt, ja, ist jetzt auch zu spät, ist ein 10 Jahre altes Projekt so ungefähr. Kann man bei der 777X ja auch ehrlicherweise sagen. Fazit ist halt, Boeing steckt weiter tief in der Krise, hat Riesenprobleme. Die 777X bleibt für Boeing strategisch wichtig, aber massiv verspätet. Und die Marktverschiebung hat man ja auch das Gefühl, dass sie Richtung Airbus unaufhaltsam weitergeht. Würdet ihr als Lufthansa überhaupt so eine nachgebesserte Bude überhaupt noch nehmen? Könnt ihr ja unten schreiben, ist die Frage des Tages, ist die Hauptfrage des Tages, sage ich ganz ehrlich. Beim nächsten Thema, Discover Airlines setzt auf Urlaubsdestination
Und Richtung Indischer Ozean wird halt ausgebaut. Malediven dreimal wöchentlich, Seychellen dreimal wöchentlich, Mauritius viermal wöchentlich, Punta Cana ab München dreimal wöchentlich. Gut, ist andere Richtung. Aber es sind halt touristische Langstrecken. Florida-Angebot wird reduziert, hohe Nachfrage laut Management gibt es auf den anderen Strecken. Man sieht halt wirklich auch, dass da ein Shift zu Leisure Travel ist. Konkurrenz zu Edelweiss und anderen Ferienfliegern, wobei Edelweiss ja nicht wirklich Konkurrenz ist, es ist ja in-house. Die werden sich ja über die Strecken ja absprechen. Und mehr Direktflüge zu den Urlaubszielen, was natürlich relativ angenehm ist, wenn man irgendwo hin will, nach Punta Cana, Mauritius und so weiter. Für Miles & More sehen wir das natürlich auch, dass leisurelastig wird. Ich bin mal gespannt, wie da die Meilenverfügbarkeiten werden. Und man sieht ja auch, dass Lufthansa Mailer Business macht und der Rest macht Leisure. Und Leisure muss halt billiger produzieren. Und Marco Götz, der CCO, sagt, wir sehen eine sehr gute Nachfrage auf diesen touristischen Langstrecken. Ja, wird damit so eine Ferienbude wie Discover oder Edelweiss, muss man ja auch sagen, für die Lufthansa zu dem neuen Moneymaker. Heißt das bringen die Wachstumseinheit der Lufthansa und verliert damit die Kernmarke der Lufthansa an Bedeutung. Und man sieht halt natürlich auch, dass Discover und so weiter eine klare Verschiebung Richtung Urlaubsdestination hat. War ja auch von Anfang an geplant bei der Discover. Man hatte das Projekt ja auch vorher Ocean genannt, also das war ja ganz klar. Und klassische Langstrecken wie USA verlieren natürlich saisonal. Ja, wird die Zukunft der Airline stärker im Urlaubsgeschäft liegen als im Business Travel? Wird man das so machen oder wird vielleicht Discover trotzdem weiter Lufthansa-Strecken übernehmen, wo Lufthansa zu teuer produziert und wo Discover billiger produzieren kann? Zumal sie auch 350er bekommen. Wer Leisure sagt und wer Spaß haben will, muss Ryanair sagen. Die hatten in Marseille ein echtes Thema. Und zwar Passagiere stürmten das Vorfeld und blockierten eine Boeing 737 von Ryanair. Und diese Situation in Marseille, die ist halt wirklich eskaliert, das muss man ganz ehrlich sagen. Was passiert ist, waren massive Probleme bei den Sicherheitskontrollen, weil die Sicherheitskontrollen so ellenlange gebraucht haben 83 Passagiere den Flug verpasst. Ca. 30 Personen haben dann erstmal prophylaktisch das Vorfeld gestürmt und der Flug verzögert sich um mehrere Stunden. Die Maschine startet letztendlich ohne die betroffenen Passagiere, denn die Ursache, nicht ganz klar, warum es so lange dauert. Auf der einen Seite sagen wir bei den Behörden, es gab nicht genug, also die sagen, die Behörden hätten nicht genug Personal gestellt. Beziehungsweise auch bei Ryanair wäre ein aggressives Boarding gewesen, was natürlich auch ein Grund war. Ermittlungen laufen. Naja gut, man kann natürlich bei Low-Cost jetzt sagen, dass sie gewisse Margins haben müssen und dass sie halt damit, nennen wir es einfach wie es ist, mit geringer Kulanz bei Verspätung arbeiten können, weil es die dann zu viel Geld kostet. Aber es ist halt wirklich unattraktiv, Low-Cost zu fliegen. Für mich, das tut mir leid. Also allein, wenn man die Geschichte wieder hört, da kriegt man so das kalte Kotzen. Ich erinnere mich an Finnair. Da sind wir in Frankfurt gewesen und dann hat der Flieger auch gewartet, aber er hat nicht gewartet wegen den Passagieren, sondern weil eine andere Crew, die ja für Eurowings damals Wetlease geflogen sind, später gekommen sind. Ja, wer trägt die Verantwortung hier? Ist das die Fluggesellschaft? Ist das der Flughafen? Da könnt ihr ja mal frei von der Leber weg schreiben. Und ist Ryanair wirklich zu aggressiv beim Boarding? Weil ich selber würde Ryanair ja meiden wie der Teufel das Weihwasser. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass solche Vorfälle eigentlich immer mehr werden. Und das Systemversagen zwischen Airlines und Flughäfen wird ja immer mehr. Also man hört ja immer mehr Geschichten, wo Flughäfen nicht liefern können, wo Airlines nicht liefern können. Also wo die beiden Systeme einfach aus dem Takt geraten sind. Und das gibt halt mehr Spannung, weil es mehr ein Transportvorfall ist, so wie man es bei Lufthansa sich ja auch fühlt. Und ist ein Risiko für die Sicherheitskultur. Ja, wie hättet ihr euch verhalten? Ich will nicht sagen, hättet ihr euch so verhalten. Also das könnt ihr auch beantworten. Ja, wer Aegean fliegen möchte und da den Lufthansa, ist das Gyros Gold? Ich glaube Gyros Gold, ne? Machen möchte, der kann 20% Rabatt auf Economy und Business Class Tickets haben, aber jeder nur bei Zahlungen mit Visa-Karten und Rundtrip. Ja, 20% Rabatt auf die Tickets ohne Steuern, Buchung bis zum 6. Mai, Reisezeitraum Mai bis Oktober 2026. Gilt für Economy und Business Class nur mit Visa und Promocode. Keine One-Way-Flüge, ganz wichtig. Und ja, ich finde das spannend. Man kann natürlich jetzt ganz einfach als Fazit sagen, klare Preisoffensive 20%. Ich weiß gar nicht, wer das bezahlt, ob das vielleicht Visa auch irgendwie als Promotion bezahlt.
Man kann jetzt auch darüber streiten, ja, die Business Class wird ja jetzt billiger verkauft. Trotzdem ist der Preissprung immer noch hoch genug, dass man da jetzt nicht rumheulen muss. Aber der Markt wird hier anscheinend competitive und ist ein interessantes Angebot. Ja, würdet ihr die Meilen jetzt kaufen, also die Tickets kaufen und dann mit Meilen oder wie auch immer? Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Als Fazit heute kann man wirklich nur sagen, Boeing bleibt strukturell angeschlagen als Airliner, als Hersteller. Leisure Travel wächst massiv. Aber auch die operativen Mängel an den Flughäfen werden immer offensichtlicher und springen Stilblüten, die man sich selber nicht ausdenken kann. Ja, Airlines setzen auch stärker auf Preisaktionen und man merkt ja auch, wie der Markt sich verschiebt, weg von Business eher zu diesem Leisure und mehr Urlaub, aber auch mehr Preisdruck. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen oder aufs Gut zu kommen. Also irgendwas solltet ihr tun. Und ihr könnt auch die Frage des Tages beantworten. Die erste Frage ist ja ganz klar, sollte Lufthansa noch eine der Boeing 777X-Buden abnehmen, die sie am Ende des Tages vielleicht so als Bastelbuden haben? Wir erinnern uns ja auch an die ersten 380er, weil Airbus, deshalb sollen wir nicht, damit wir nicht so sagen, ja, lieber Freunde bei Boeing. Nee, war bei Airbus genauso. Dass man da ein bisschen dann guckt, ob die überhaupt haben wollen. Und wer trägt schon im Rheinfall? Bin ich mal gespannt, was ihr antwortet. Bis dann, ciao, ciao und bis zur nächsten Sendung. Also, tschüss.